Hallo, willkommen bei meinem neuen Video. Und hier geht es jetzt diesmal nicht um Schlachten, sondern um eine Präsentation. Viele kennen dieses Modell ja schon aus eBay und sonstigen Seiten. Das ist nämlich der gute alte Renntransporter. Ich muss mal kurz selber nachgucken. Mein Fiat Renntransporter mit dem Rennstall von Ford, vom Cobra Rennstall. Und erstmal ein super beeindruckendes Modell, ne? Das Ding ist echt gigantisch. Hier, das ist ein Maßstab 1:18. Hersteller ist Norev. Da seht ihr mal den Größenvergleich. So. Und die erste Frage, die ihr sich wahrscheinlich alle stellt: Passt ein Rennsport 1:18 Modell drauf? Ja, es passt. Man kann den hier auch hochstellen. Irgendwie. So. Oh, komm schon. Mit einer Hand ist es so schwer. So. Dann kann man hier noch ein Auto und hier unten noch ein Auto rein. Also insgesamt könnt ihr 3 Autos damit transportieren. So. Der kam jetzt bei mir auf den Schrott, weil hier dieses Scharnier fehlt. Seht ihr? Das fehlt hier. Das hier liegt hier vorne. Habe ich schon eben gewundert, wo das herkommt. So. Na. So. Schön mit der US-Fahne, die aus Stoff ist, nicht aus Plastik. Man kann das hier dann hier runterfahren. So. Das ist eigentlich ist das kein Scharnier, sondern nur so ein Haken, ein Sicherungshaken. Das heißt, ihr könnt die Heckklappe ganz normal hier runterfahren, die Füße aufstellen. So. Perfekt. Seht ihr? Da könnt ihr mit eurem Modellauto hier rein. Okay. Ah. Ja, okay, der Audi ist ein bisschen zu hoch. Also am besten wirklich eine Shelby Cobra nehmen. Oder so ein Auto Neon Racer oder ein Ferrari. Was gibt's denn ja noch? Von Ferrari gibt's hier noch. Und von Porsche glaube ich auch noch. Was mir aber jetzt gerade hier so ein bisschen auffällt, das sieht hier ein bisschen krumm geklebt aus, ne? Seht ihr das? Hier ist es näher am Silbernen als hier. Wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt keinen Stock hier. Hier. So, das können wir mal vergleichen. Seht ihr? Nicht gerade geklebt. Scheiße. So, das geht alles nicht auf. Man kann wirklich nur die Ladefläche auf und zu machen. Eigentlich schade. Aber gut, das Modell kostet im Schnitt 280 bis 350 Euro. Und ja, ist komplett aus Metall. Aber man kann leider nichts öffnen, ne? Das ist echt mies. Aber sonst ist er eigentlich ganz gut. Nur halt dieser Verarbeitungsfehler hier, der nervt. Weil man sieht es. Ne? Guckt. Man sieht, dass das schief geklebt ist. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber sonst, hier, das ist jetzt natürlich aus Plastik, nicht aus Metall. War ja klar. Sonst auf der anderen Seite, ja, alles, boah, ich glaube auf der anderen Seite sogar noch schlimmer. Ich klappe mal das mal alles hier zusammen. Gucken wir mal hier. Okay. Ja, es ist nicht so schlimm wie auf der anderen Seite. Guck mal, hier sogar eine Schlafbank. Ja, schon cool, ne?
So, im Großen und Ganzen ist er echt imposant. Wobei die Felgen sind jetzt nicht der Kracher, die hätten die ein bisschen besser machen können. Ne, das sieht irgendwie so ein bisschen billig aus, finde ich die nicht. Da sind auch starre Achsen. Außer hier vorne das Lenkung. So, wenn ihr lenkt, dreht sich das Lenkrad leider nicht mit. Das heißt, da gibt es keine Verbindung dahin. Schade. Aber sonst ist es ein schönes Modell, aber ob man dafür so viel Geld ausgibt, also mein Bauchgefühl sagt so, zwischen 200 und 220 ist in Ordnung. Aber das Ding ist echt imposant und wiegt was. Das wiegt, glaube ich, fast 5 Kilo. Und ja, für LKW-Modelle in 1:18, besonders Renntransporter, ist leider so, man muss immer viel dafür zahlen. Alternative ist natürlich der von CMC, aber der kostet das Vierfache von dem. Und ja, mal eben 700, 800 Euro für einen Renntransporter auszugeben, ist ja auch nicht mal eben so. Und der von Norev ist halt günstiger, aber mit Einbußen halt, ne? Türen nicht zu öffnen, Klappen nicht zu öffnen. Der Schriftzug ist ein bisschen krumm, aber sonst im Großen und Ganzen ist er eigentlich im guten Zustand. Und da wollen wir auch mal ehrlich sein. Richtig spielen tun wir ja alle nicht mit den Modellautos. Und dann ist das halt so mit den Türen, die halt nicht zu öffnen sind. Mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwann mal auch mal eine Premium-Version. Ich sehe hier gerade, welche Funktion das hat, weiß ich nicht. Damit das Auto nicht runterrollt. Sehr gut. Sehr schön. Ja, sonst kann ich eigentlich nichts Negatives sagen, ne? Wertsteigerung auf jeden Fall. Die werden definitiv noch richtig teuer werden. Fragt sich aber nur, wohin der Weg geht. Ob der nur über 250, 300 Euro geht oder ob der auch irgendwann mal die 400 Euro Marke knackt. Ich weiß, dass der Ferrari von dem schon deutlich teurer ist. Ich glaube, es gibt es auch noch von Porsche und der ist auch deutlich teurer. Der Cobra ist quasi der dritte im Bunde, der rausgekommen ist. Da fragt sich jetzt nur, kommen da noch mehr Varianten raus? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste es jetzt nicht. Würde mich interessieren, welcher Rennstall eigentlich hier noch fehlt. Den es damals gab, aber ob die alle auch den Fiat gefahren sind, schwer zu sagen. Aber cool ist er auf jeden Fall. Die Lackierung an sich ist sauber, schöne Details wie die Scheibenwischer sind schön authentisch gemacht. Die Spiegel sind gut. Die Griffe. Hier der Blinker. Eigentlich zu schade zum Zerlegen, ne? Mal gucken, vielleicht gebe ich dir noch eine Chance, weiterzuleben. So. Falls ihr noch Fragen zu diesem Modell habt, dann schreibt mir. Und ich antworte gerne auf eure Fragen, Wünsche oder sonstiges. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.